Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 27. Dezember 2025. Guten Abend, meine Damen und Herren. Am 17. Dezember 2025 verstarb der revolutionäre Kämpfer für die Rechte queerer Menschen in der BRD, Rosa von Braunheim, im Alter von 83 Jahren. Die Junge Welt berichtet. Der Regisseur und Schwulenaktivist Rosa von Braunheim ist tot. Der Filmemacher starb im Alter von 83 Jahren in Berlin, wie der RBB am vergangenen Mittwoch unter Berufung auf dessen engsten Freundeskreis berichtete. Von Braunheim, der mit bürgerlichem Namen Holger Radke hieß, drehte mehr als 150 Filme und war Wegbereiter der Schwulenbewegung in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte Braunheim unvergleichlich und erklärte, Deutschland verliere einen seiner bekanntesten, wirkungsvollsten und engagiertesten Künstler. Mit Fleiß, Können, Beharrlichkeit, Lust an der Provokation und Humor habe er gesellschaftliche Wirklichkeit verstanden. Ohne sein Werk wäre die Geschichte homosexueller Emanzipation in Deutschland anders verlaufen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, nannte Braunheim einen Pionier der queeren Filmgeschichte. Berlin verliere eine prägende Stimme der Schwulen- und Kunstszene. Doch sein Werk bleibt und mit ihm sein Einsatz für die Offenheit und die Vielfalt. Anfang der 70er Jahre hatte von Braunheim mit der Filmdokumentation Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, erstmals für größeres Aufsehen gesorgt. Sie löste eine breite öffentliche Diskussion über das damals weitgehend verdrängte Thema Homosexualität aus. Auch sein Streifen Die Bettwurst von 1971 gilt als Kultfilm. Es folgten zahlreiche weitere Spielfilme und Dokumentationen. Zudem war von Braunheim als Buchautor tätig. Er setzte sich unter anderem mit der seit den 1980er Jahren weltweit grassierenden AIDS-Epidemie auseinander und engagierte sich gegen die Ausbreitung der Immunschwächekrankheit. Zudem drehte er Filme über Menschen wie den Schlagersänger Rex Gildo, schwule Nazis, einen früheren Zuhälter, den Transvestiten Charlotte von Mahnsdorf oder den Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder. Wenige Tage vor seinem Tod heiratete von Braunheim in Berlin seinen langjährigen Lebensgefährten Oliver Sechting, wie beide über das soziale Netzwerk Instagram bekannt gaben. Geboren wurde Braunheim 1942 in Riga. Er wuchs in Berlin und in Frankfurt am Main auf. Der Frankfurter Stadtteil Braunheim inspirierte ihn auch zu seinem Künstlernamen, den er seit den 60er Jahren nutzte. Für sehr viele bleibt der Gabentisch ziemlich leer. Die Zeitung Unsere Zeit schreibt dazu. Die Insolvenzgeschehen in Deutschland zeigen einen dynamischen Anstieg in der Zahl der Firmenpleiten, so das Statistische Bundesamt Anfang Dezember. Die Amtsgerichte meldeten 17.847 Insolvenzanträge und damit 23,1% mehr als im November 2024, der höchste Stand seit 2015. Vor allem Einzelhändler und Betriebe des Gastgewerbes schlossen ihre Türen. Regional ist Ostdeutschland von den Firmenpleiten am stärksten betroffen, da jeder Anstieg bei Firmeninsolvenzen mit unerbittlicher Logik Arbeitslosigkeit nach sich zieht, wird vor allem in diesen Landesteilen die Verarmung zunehmen. Am 3. Dezember verabschiedete das Bundeskabinett den 7. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Originalton Bundespresseteams Deutsch zu den neu gesetzten Schwerpunkten des 7. Armuts- und Reichtumsberichtes gehört die vertiefte Auseinandersetzung mit der Nichtanspruchnahme von Mindestsicherungsleistungen, da diese die Wirksamkeit von Armutsbekämpfung und sozialpolitischen Maßnahmen einschränkt. Übersetzung: Manche Menschen sind selbst schuld, weil sie die Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Ein Hohn für alle, die schon mal einen Antrag auf Bürgergeld gesehen haben. Man könnte meinen, die Nichtanspruchnahme solle mit dem Formular gefördert werden. Der Armutsforscher Christoph Butterwege kommentierte folglich: Nicht erwähnt wird jedoch die extrem hohe Dunkelziffer bei der Grundsicherung im Alter. Von 3 Seniorinnen und Senioren, die Grundsicherungsleistungen erhalten würden, beantragt sie nur eine Person. Mittlerweile beziehen über 750.000 Menschen die Grundsicherung. Real heißt es also für über 2 Millionen Alte in diesem Land sparen, auch zu Weihnachten.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wies darauf hin, dass mittlerweile 1.029.000 Menschen bei Freunden und Bekannten oder in Notunterkünften nächtigen, weil sie sich aufgrund der explodierenden Mieten keine eigene Wohnung leisten können. Durch die offiziellen Zahlen aber geistert weiter die verniedlichende Zahl von 56.000 Obdachlosen, die offiziell auf der Straße leben. Bereits im April warnte der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband vor einem spürbaren Wachstum des Armutsrisikos bei Jugendlichen. Denn junge Erwachsene im Alter von 18 bis unter 25 Jahren seien überproportional von Armut betroffen. Das wurde seitens der Bundesregierung ganz offensichtlich aufmerksam registriert. Allerdings nicht, um die beruflichen Perspektiven für die Jugend dieses Landes zu verbessern, sondern um ihre zunehmende Notlage kalt und zynisch auszunutzen. Sie packt deshalb gleich 2 Geschenke zu Weihnachten. Das Bürgergeld wird erneut umbenannt und soll nun Grundsicherung heißen. Vor allem aber soll gestrichen und sanktioniert werden, wenn die Armen sich nicht fügen. Worein sich die jungen Armen fügen sollen, wurde am 5. Dezember beschlossen. Mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht wurden gleichzeitig eine Erhöhung des Gehalts im Grundwehrdienst und weitere finanzielle Anreize beschlossen. Die Milliarden der EU, mit denen das Sterben in der Ukraine weiter finanziert werden soll, kommen auch den deutschen Steuerzahler teuer zu stehen, wie der BRD-Propagandasender Deutschlandfunk berichtet. Die beim EU-Gipfeltreffen auf den Weg gebrachten neuen Ukraine-Hilfen könnten allein Deutschland rund 700 Millionen Euro jährlich kosten. Grundlage ist eine Berechnung der deutschen Presseagentur, die sich auf Aussagen einer ranghohen EU-Beamtin in Brüssel bezieht. Demnach belastet die Finanzierung des neuen Unterstützungspakets die beteiligten Mitgliedstaaten schätzungsweise mit etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr, etwa für Zinsaufwendungen. Die nationalen Beiträge ergeben sich aus der jeweiligen Wirtschaftskraft. Da sich Ungarn, Tschechien und die Slowakei vernünftigerweise nicht an der Finanzierung beteiligen, verteilt sich die Belastung auf die restlichen 24 Mitgliedstaaten bzw. deren Steuerzahler. Nach der Einigung in Brüssel war lediglich kommuniziert worden, dass die EU der Ukraine ein zinsloses Darlehen über 90 Milliarden Euro gewährt, das über den Gemeinschaftsetat abgesichert werde. Nach Angaben der EU-Beamtin soll das Geld nicht auf einmal am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Im kommenden Jahr sollen es zunächst nur 45 Milliarden Euro sein. Die ersten Zinszahlungen werden den Angaben zufolge 2027 fällig werden und etwas unter 3 Milliarden Euro liegen. Die Ukraine soll das Geld nur zurückzahlen müssen, wenn Russland nach einem Ende seines Angriffskriegs Entschädigungszahlungen für die entstandenen Schäden leistet. Falls Russland dies nicht tut, und davon ist auszugehen, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung des Darlehens herangezogen werden, was Diebstahl wäre. Im Übrigen wird die Rechnung nicht aufgehen, da sich die belgische Regierung dagegen verwahrt. Die Zinskosten sollen, so der Plan, auf jeden Fall von den EU-Staaten getragen werden. Unklar ist unter anderem, was passieren würde, wenn die Ukraine einem Friedensabkommen zustimmen sollte, das keine Reparationszahlungen vorsieht. Es folgen internationale Meldungen. Minivar schlägt zu. Die autoritäre EU-Kommission hat mittels ihres sogenannten 20. Sanktionspakets den ehemaligen Schweizer Geheimdienstler, Autor und politischen Analysten Jacques Boot angegriffen. Über die Konsequenzen berichtet die reaktionäre Weltwoche. Es ist das eine, wenn man mit Sanktionen gegen Menschen vorgeht, die bei der Planung, Durchführung und Kontrolle von kriegerischen Akten Russlands eine prominente Rolle spielen, und etwas völlig anderes, wenn es um politische Auffassungen westlicher Journalisten und Publizisten geht. Letztere werden zu ideologischen Helfershelfern des Kreml umstilisiert und als Gefahr für die Sicherheit der EU gebrandmarkt. Theoretisch kann die EU Sanktionen verhängen, gegen wen sie will. Praktisch entfalten die politischen Sanktionen jedoch die schwerwiegendsten Wirkungen für Menschen, die in der EU residieren. Die sind von einem Tag auf den anderen nicht nur an den Schandpfahl gestellt, ihnen bleibt auch nur noch das Allernötigste zum Leben. Alle übrigen mit Sanktionen verfolgten Personen, solange sie außerhalb der EU residieren, fühlen die realen Wirkungen sehr viel weniger oder gar nicht. Nun wurde auch der Schweizer Publizist Jacques Boot, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, in die Sanktionsliste aufgenommen. Roger Köppel, Chefredakteur der Weltwoche, führte mit ihm ein Gespräch.
Dieser kluge Bot, der so viel internationale Erfahrung auf dem Buckel hat, seinen Dienst auch in der NATO tat, verstand gar nicht, wie ihm geschah. Er wusste nicht, wie er sich wehren kann. Niemand hatte ihn vorher kontaktiert und um Stellungnahme zu den Vorhaltungen gebeten. Niemand hatte ihm gesagt, dass die EU ihn gar nicht benachrichtigen muss. Eine Veröffentlichung im Amtsblatt der EU reicht. Es gibt keine EU-Rechtshilfebelehrung für Menschen wie Bot, die plötzlich von einem Tag auf den anderen von der EU sanktioniert werden. Das Vermögen wird eingefroren, die Reisefreiheit wird entzogen. Man lebt als EU-Bürger oder als Bürger mit Wohnsitz in der EU, der Schweizer Bot lebt in Belgien, nur noch davon, was einem der Wohnsitzstaat am nötigsten zubilligt. Vorausgesetzt, man hat etwas auf der hohen Kante. Hinzuverdienen darf man sich auch nichts. Jeder in der EU, der einem derart Sanktionierten in der EU materielle oder finanzielle Hilfe leistet, macht sich strafbar. Das erinnert an den mittelalterlichen Status der Vogelfreiheit, fügt die aktuelle Kamera an. Laut dem Beschluss haben sanktionierte Personen nachträglich das Recht auf Stellungnahme gegenüber dem Rat. Können sie diesen überzeugen, kann der Rat seine Entscheidung revidieren. Aber warum sollten jene, die Personen auf die Sanktionsliste brachten, nun zugeben, einen Fehler gemacht zu haben? Auch der Beschluss, von dem nunmehr auch Bot betroffen ist, wurde wiederum nicht auf Ministerebene erörtert, weil aufgrund der Natur der Sanktionspolitik Entscheidungsvorlagen nur wenigen zugänglich sind, haben auch Parlamentarier der EU-Staaten sehr wahrscheinlich keine Gelegenheit gehabt, sich damit im Einzelnen zu beschäftigen. Alles läuft unter der Überschrift Gegenreaktion gegen hybride russische Kriegsführung. Bot kann, falls er beim Einspruch im Rat auf Granit beißt, dann den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EuGH in Luxemburg anrufen. Ein solches Verfahren dauert. Ein Gang vor ein nationales Gericht oder zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nützt nichts. Grundsätzlich kann der Rat jederzeit seinen eigenen Beschluss korrigieren. Die Sanktionen werden regelmäßig überprüft. Dazu müssten sich jedoch Politik und Medien mit dem Beschluss befassen. Die Begründung, warum Bot auf die Sanktionsliste gesetzt wurde, war sehr kurz gehalten. Er sei erstens bei pro-russischen Medien aufgetreten, was immer das ist. Zweitens habe er angeblich die, Zitat, Verschwörungstheorie verbreitet, die Ukraine habe den Krieg selbst verschuldet. Jene, die das schrieben, gaben sich keine Mühe, eine solide Beweisführung zu machen. Das war bei anderen Personen, die sanktioniert wurden, nicht anders. Das Ziel scheint zu sein, allen zu sagen, die noch nicht nach dem Notenblatt singen, das in der EU gerade gilt, Klappe halten. Sonst bist du womöglich der oder die Nächste. Die jüngste Untersuchung des Instituts in Allensbach dokumentierte einen enormen öffentlichen Verlust von Vertrauen in die wichtigsten demokratischen Institutionen in Deutschland. Das Parteienvertrauen ist im Keller, auch das Medienvertrauen. Das Vertrauen in den Bundestag und in die Regierung ist schwerst erschüttert. Auch das Bundesverfassungsgericht, die einzige Institution, der Deutsche noch mehrheitlich vertrauen, ist von der Vertrauenskrise erfasst. In einer EU-Umfrage vom Frühling 2025 gaben 52% der Deutschen an, sie neigten dazu, der EU zu vertrauen. 40% waren gegenteiliger Auffassung. Ein improvisierter Jahresrückblick. Jahresrückblicke sind ein schönes Stück Tradition. Bei der aktuellen Kamera gibt es beständig Wochenrückblicke. Warum also nicht einmal ein ganzes Jahr Revue passieren lassen? Improvisiert, weil einfach mal dargestellt werden soll, was einem gerade so durch den Kopf geht. Anfang des Jahres stand alles im Zeichen der Neuwahlen. Der jämmerliche rot-grüne Rumpf der unsäglichen Ampel, die schon im letzten Jahr zerbrach, verschwand und das Land kam vom Regen in die Traufe. Vom rückgratlosen Scholz zum gewissenlosen Merz, der mehrere Wahlgänge brauchte, um zum Kanzler gewählt zu werden und das auch nur durch eine passive Haltung der sogenannten Linksfraktion. Das BSW scheiterte angeblich an der 5%-Hürde. Stichprobenartige Nachzählungen reduzierten die Zahl der fehlenden Wählerstimmen auf gerade mal 9.500 Stimmen. Einem Eilantrag auf Neuauszählung aufgrund offensichtlicher Fehler gab das Verfassungsgericht dieser unserer Bananenrepublik allerdings nicht statt und der Wahlprüfungsausschuss, der in bester bananenrepublikanischer Tradition von eben diesen Parteien gestellt wird, die einen Nachteil von einer Nachzählung zu erwarten hätten, befanden, dass eine Nachzählung unangebracht wäre. So wurde aus der schwarz-roten Regierung ein Regime und Merz wurde ein Usurpator ohne klare demokratische Legitimation. Die nutzte er aber, um nach scheinbarem Stopp gleich wieder völlig offen Waffen an die genozidale Apartheid-Siedlerkolonie im Nahen Osten zu liefern, da sie ihren Genozid etwas verlangsamte.
Offiziell spricht man natürlich von Waffenruhe. Im israelischen Sinne bedeutet Waffenruhe natürlich nur, dass sich alle anderen daran halten müssen, aber selbstverständlich nicht das rassistische Siedlerprojekt selbst. Aber immerhin ein Gutes gibt es zu berichten. Nach Verfassungsgerichtsbeschluss darf man nun diesem Störfaktor des Friedens im Nahen Osten das Existenzrecht absprechen. Immerhin etwas. National geht der wirtschaftliche Niedergang weiter, denn man hat sich abhängig von teurer US-Energie gemacht und verscherzt es sich weiterhin mit dem wichtigsten Handelspartner der Volksrepublik China. Insofern ist das Merz-Regime genauso dämlich und destruktiv für das eigene Land wie Scholz' Trauerverein seinerzeit, obwohl man die Rolle ihrer Hoheit, der EU-Autokratin Ursula I., nicht unterschlagen darf. Ihre diplomatische Abbruchbirne stellte derweil unter Beweis, dass sie alternative Fakten ganz großartig findet und gerne Geschichtsrevisionismus betreibt, insofern ihr bescheidener Intellekt das überhaupt zulässt. Aber zur Premierministerin des baltischen Apartheidsstaats Estland hat es immerhin gereicht. Der Friedensnobelpreis ging an Maria Corina Machado alias Pennywise der Clown für ihren unermüdlichen Einsatz, Forderungen nach einer US-Invasion ihrer Heimat Venezuela zu fordern. Upside down eben. Insofern könnte man den Preis nächstes Jahr auch getrost dem Friedenspräsidenten Trump zukommen lassen, denn wer 2 Länder, Jemen und den Iran, bombardieren lässt und ein weiteres mit einer Blockade überzieht, seine Fischerboote bombardiert und mit einem Einmarsch droht, müsste ja nach Osloer Logik den Preis mehr als verdient haben. Die Apartheid-Siedlerkolonie verliert auch mehr und mehr Rückhalt international. Durch den Beschluss der heuchlerischen EBU darf sie nun am ESC teilnehmen, was nicht nur mehrere Länder dazu veranlasste, den Contest zu boykottieren, sondern mindestens auch 2 Gewinner ihre Trophäen zurückzugeben. Es mehren sich auch die Anzeichen dafür, dass die Sportler und Mannschaften des Projekts zukünftig von einigen sportlichen Vereinigungen ausgeschlossen werden dürften. Im Osten leider nichts Neues. Das Sterben in der Ukraine geht weiter. Der US-Flip-Flop-Präsident switcht ständig zwischen Neocons und America First hin und her, sodass der Friedensprozess auch ohne EU-Störmanöver, von denen es genügend gibt, eher einem Quantenzustand gleicht. Inzwischen wird in EU und BRD der Repressionsapparat und der Überwachungsstaat ausgebaut. Abweichende Meinungen werden unterdrückt bis hin zum völligen wirtschaftlichen Ruin. Friedensaktivisten werden Putins 5. Kolonne beschimpft, Gaza-Solidarität als Antisemitismus gebrandmarkt. Nebenbei rüstet man fleißig auf, militarisiert die Gesellschaft, fährt Drohgebärden gegen die russische Föderation, um auch bloß einen Krieg zu provozieren und plant, die Überreste des Sozialnetzes zu schreddern. Unsere Aufgabe für 2026: streuen wir ihnen Sand ins Getriebe, leisten wir Widerstand, hindern wir sie daran, uns weiter in den Niedergang zu steuern. In eigener Sache. Die aktuelle Kamera existiert nun wieder seit etwa 2,5 Jahren. Damit möchte ich Uwe Steimles Arbeit gar nicht schmälern. Von hier aus ein solidarischer Gruß für seine Satire-Sendung gleichen Namens. Mittlerweile erreichen wir die 300er Abonnentenmarke. Das ist einerseits ganz schön, andererseits könnte es natürlich gerne etwas mehr sein. Deshalb meine Bitte an Sie und euch: Wenn Ihnen und euch unsere Arbeit gefällt, machen Sie doch bitte Werbung. Und sollten Sie oder solltest du gerne unsere Beiträge schauen, den Kanal aber noch nicht abonniert haben, hol das doch bitte nach und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Aufgrund unserer kritischen Berichterstattung arbeitet der YouTube-Algorithmus nicht gerade zu unseren Gunsten. Ich denke, das ist klar. Die aktuelle Kamera geht in eine kleine Winterpause. Der nächste Wochenrückblick erscheint voraussichtlich erst am 10. Januar 2026. In diesem Sinne wünschen wir allen Abonnenten und Zuschauern einen guten Übergang und trotz alledem alles Gute für das kommende Jahr. We don't need no education. We don't need no thought control.